Babenhausen, 9 Uhr. Hans, der erste Kunde. Ich mache eine schamanische Heilarbeit, habe noch Friseurgeschäft und eine Immobilien GmbH noch. Also sehr gemixt. Und ja, für mich ist das Spirituelle auch sehr wichtig einfach. Und es ist auch ein Lebensgefühl und was ich auch teilweise lebe einfach. Hier steht sein Lebensgefühl. Der Gulfstream Crescendo, 11,8 Meter lang, 7,2 Liter, 334 PS. Hans, von allen nur Hansi genannt, hat das Wohnmobil in Italien gekauft. Leider ist der Crescendo in einem schlechten Zustand. Das Wohnmobil gehörte einer spirituellen Gemeinschaft nördlich von Turin, Damanhur. Bekannt geworden durch unterirdisch gegrabene Tempel mit eigener Verfassung und eigener Währung. Micha zeigt ihm, was alles repariert werden muss. Ich zeig dir mal das Auto. Also jetzt siehst du halt aktuell den Stand der Dinge. Das, was wir dir vorher versucht haben klarzumachen, den Zustand, den wir erkennen am Fahrzeug, am Dach, den der Kunde nicht kennt, weil er die Erfahrung nicht hat. Okay, gut. Dann geh du mal hier hoch. Wow, echt heftig. Du siehst, weil hier das ganze Wasser eingedrungen ist, kannst du das komplette Dach einfach von Hand demontieren. Ja, Wahnsinn. Ja. Da ist die Dusche drunter. Hier ist die Dusche drunter, klar, darum hast du das Skylight. Ja. Die Feuchtigkeit kommt nicht von innen, die kommt von außen. Ja, es kommt von Aber guck mal, ich meine, das spricht ja alles für sich. Ich heb das einfach. Ich hätte es mir nicht so schlimm vorgestellt. Überall ja, geht das Holz weg oder beziehungsweise riecht einfach schimmelig. Schaut echt katastrophenmäßig aus. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man das nur irgendwie punktuell irgendwie ausbessert, aber ich sehe, dass es ja, Komplett machen ist besser, Wahnsinn, ne? Ist so. Wahnsinn. Es hat ja hier vorne nur den Wasserschaden gehabt, oder beziehungsweise ich habe nur den Wasserschaden vorne gesehen. Und die Vorstellung war nur, den Wasserschaden vorne irgendwie auszubessern. Und Michael hat gesagt, nee, es muss komplett gemacht werden. Und ich habe gedacht, okay, das ist einfach ein bisschen übertrieben, aber ich sehe, dass er einfach recht hat. Und ja. Und du siehst ja, was der Stefan hier alles wegreißt. Ja. Und teilweise, wie leicht das auch weggeht, weil es unten drunter keine Substanz mehr hat. Ne? Also ich bin echt schockiert, wie es ausschaut. Also ich habe mir das schlimm vorgestellt, aber das übertrifft nochmal alles einfach. Und man muss auch sagen, haben Sie, wenn der Vorbesitzer dieses Fahrzeuges regelmäßig übers Dach wäre und hätte es verstanden, ja, dann hätte er hier und da mal 200, 300 Euro investiert und es wäre nichts passiert. Ne? Und jetzt ist das ein PKW, ein gebrauchter PKW, den du dafür bekommen könntest für die Arbeit. Hansi, noch beeindruckt vom Ausmaß des Wasserschadens am Dach, hat Videos gemacht und zeigt sie seiner Lebensgefährtin Annika. Ich zeige dir jetzt mal, wie es ausschaut. Das ist hier ganz hinten gewesen. Das ist alles Schimmel, ne? Ja. Ja, ich bin total froh, dass jetzt das Dach komplett aufgemacht worden ist, weil das ist keine Basis, ja, das ist ja Wahnsinn. Also wenn wir das irgendwie nur halb gemacht hätten, dann wäre nur... Ist gut, dass wir das jetzt ganz Ja. Flickenteppich werden. Ja. Nächste Baustelle, die Bordelektronik. Hast du Strom? Was funktioniert da noch? Ja, müssen wir mal Strom. Ja. Musst du Strom haben, geh mal rein. Schau mal. Und? Wie sieht's aus? Gar kein Strom drauf. Das Ladegerät hat jetzt zu laden. Ne? Und wahrscheinlich sind die Batterien derart im Keller, dass Aber ihr müsst ja direkt Strom haben. es geht über die Batterie.
sieht nicht gut aus. Aber es kommt einiges zusammen, ist klar, ne? Du hast ja auch ziemlich viel an Batterien. Es ist ja, bei Batterien verhält sich so, wenn eine defekt ist und man nicht reagiert, dann zieht die eine Batterie die andere die Hose aus, ne? Und im Endeffekt sind alle kaputt. Also da wird wahrscheinlich auch komplett alles neu müssen. Genau. Also ich meine, ursprünglich waren, glaube ich, 10 Batterien drin. Ja. Und es kommt darauf an, wie viel jetzt so reinpassen. Ja. Das Auspuffrohr muss komplett erneuert werden, haben wir gesehen. Dann das Lenkrad steht schief. Wenn das Lenkrad zu leicht schief ist, dann fährt es halt geradeaus. Aber es ist einfach schief. Okay. Entweder ist das die Einstellung oder ist einfach irgendwo insgesamt schief. So Kleinigkeiten wie Dachlüfter, die werden getauscht. Dritte Klappe von vorne Fahrerseite klemmt. Das ist auch Einstellungssache. Also nur der Mechanismus als solches, der Hebel. Ja, genau. Und bei der einen Klappe, die ist dann nochmal so insgesamt beim Aufmachen, ist sie mir entgegengekommen. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was funktioniert? Ja, also substanziell ist er natürlich in Ordnung. Der Wagen hat einen sensationellen Rahmen, der hat einen Motor, der für die Ewigkeit gebaut ist, ein Getriebe, das für die Ewigkeit gebaut ist. Ja, aber du hängst jetzt auch scheinbar schon sehr an dem Ding, dass du bereit bist, die Summe zu investieren, ne? Ja, also das ist natürlich eine sehr emotionale Verbindung zum Wohnmobil, sonst rein wirtschaftlich würde ich das niemals machen. Ja, und das hat jetzt nicht unbedingt mit einer so typischen Logik zu tun. Micha versprüht gute Laune und ist zuversichtlich. Jo, wir haben jetzt alle Klarheiten beseitigt. Also wir werden das Dach und das ganze Fahrzeug in den Zustand versetzen, dass es euch treu begleitet. Ne? Auf all euren Wegen. Ne? Gut. Die Arbeiten werden sich mindestens über 4 Monate ziehen. Und Probearbeiter Stefan ist schon fleißig dabei, die Dachhauben zu retten. Eine Menge Arbeit. Die Reparaturfragen sind geklärt. Aber wo waren eigentlich Annika und ihre Freundin heute Morgen? Die Frauen waren vorhin nicht da, weil sie, das habe ich vom Hans erfahren, Bäume orientieren. Damit kann ich jetzt erstmal so nichts anfangen. Aber Hansi, Annika und die Begleitung, die dabei war, die gehören einer, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen esoterischen Glaubensgruppe an. Die sind von ihrer Grundeinstellung so herzlich und so lieb. Und da gehört eben Bäume orientieren mit dazu, was immer das bedeuten mag. Ich hätte es ja gern gesehen, aber wir haben keine Zeit.